Hi Anna, Hi. willkommen bei uns im Campervan. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du sitzt im Feuer, im Lagerfeuer hier, Hot Seat für uns. Wir haben so 10 bis 15 Minuten, um über Kundenservice zu sprechen. Bevor wir das machen, vielleicht stellst du dich kurz vor. Du hast extrem viel Erfahrung im Kundenservice aus deiner Zeit bei Amazon. Zeigst du so ein bisschen, was deine Reise dort und dann springen wir rein. Wir spielen eine Runde Cards Against Complexity und wir haben sicherlich noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja, mega gerne und danke für die Einladung. Hab mega Bock hier. Ja, ich habe bei Amazon angefangen, ganz normal als CSA, Customer Agent, und bin dann in den Second Level Support gekommen, einfach weil mir das wichtig war, da auch mehr einfach zu wissen von den Fachsachen. Bin dann Teammanagerin geworden und dann eben Group Managerin. Habe dann am Ende 17 Teammanager geleitet, so 300 CSAs darunter, und da einfach ja, ganz viel Sachen im Operational-Bereich gemacht, aber eben auch Projekte geleitet, Systemeinführungen mit begleitet, und ja, bin jetzt bei Till Freitag. Und bei Till Freitag, vielleicht sagst du uns kurz, was Till Freitag ist? Till Freitag hilft bei der Implementierung von Monday als Plattform bei Unternehmen, und wir supporten da und bauen dann eben Monday so, dass es passt für das Unternehmen. Ja, cool. Und in deiner Zeit bei Amazon hast du mit unterschiedlichsten Teams gearbeitet, am Ende 300 Teammitglieder. Das ist ja das Kundenservice oder das kundenzentrierteste Unternehmen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Super spannend. Und trotzdem hast du nebenbei noch was anderes gemacht. Also du bist eigentlich hier der Podcast-Profi. Du hast einen Podcast. Ja, ich habe einen Podcast, weil ich schon in der 7. Klasse mussten wir ein Projekt vorstellen, und da bin ich auf die NFL gekommen und seitdem American Football Fan. Ja. Und dann eben was macht man während Corona? Man startet halt einen Podcast, das gemeinsam mit einer Sportjournalistin gestartet, wo wir eben jetzt nicht über so typisch, so war das Spiel, die Nachbesprechung machen, sondern gesellschaftskritische Themen in der NFL besprechen. Super spannend. Also jetzt bin ich kein NFL-Profi oder NFL-Versteher, ehrlicherweise. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht hier eine NFL-Frage haben. Ich habe vorhin mal unter die Karte geguckt. Deswegen ist die Intro gar nicht so schlecht. Ich leg mal hier die Karten gleich auf. Ja. Für alle, die das Spiel nicht kennen, du kennst es, Cards Against Humanity, Cards Against Complexity. Idee ist die gleiche. Wir haben eine Frage bzw. einen Satz, der vervollständigt werden muss. Es gibt 3 Optionen, du musst dir eine aussuchen. Jetzt schauen wir mal, was darunter liegt. Ja. Also du startest eine neue Kundenservice-Strategie und die ist durch NFL beeinflusst. Ja? Was machst du? Du hast eine Halbzeitshow, ja, und da müssen die Agenten alle Kunden irgendwie unterhalten mit allen möglichen Tanzmoves. Du hast eine Instant Replay Technology, das wird immer oft genutzt, ja, kleine Video nochmal zwischendrin, mit der man die vorherigen Complaints sieht. Oder du hast einen Schiedsrichter, der jeden Call sich anschaut und dann immer einen Freistoß gibt, wenn es irgendwie schlechte Performance im Call war. Finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde mich für die Instant Replay Technology entscheiden, weil ich glaube, das würde auch einfach super helfen, um dem Kunden auch direkt weiterhelfen zu können, ohne dass er sich da nochmal groß erklären muss, weil ich glaube, das ist das Nervigste. Man weiß das selber, man ruft an, das erste Mal sagt hier, ich habe mein Paket nicht bekommen, zum Beispiel, und dann sagt man, ja, warten Sie 3 Tage, das sollte ankommen. Und dann wartet man 3 Tage, ist vielleicht irgendwas was Teures, hat sich einen neuen Laptop gekauft und man freut sich schon drauf. Und dann wartet man, ist das immer noch nicht da. Dann ruft man nochmal an und erklärt das nochmal. Und dann kommt wieder so, ja, nee, ich habe das geprüft. Und dann bist du irgendwie beim 5. Anruf und denkst dir so, ey, was ist denn los? Und ich glaube, da wäre das tatsächlich am hilfreichsten. Bei den anderen Sachen, gerade so Dance und so, denken sich dann die Kunden wahrscheinlich, was nett. Was ist denn da los? Aber vielleicht, also gerade Customer Service ist ja doch, man ruft ja nicht an, um zu sagen, ey, ihr wart so toll, finde ich super, und legt wieder auf, sondern man ruft ja mit einem Problem an. Und ich glaube, das wäre dann nicht so hilfreich. Deswegen wäre das für mich das, was ich wählen würde. Ein kleiner Replay. Und jetzt ist das nicht die Realität im Alltag. Du kannst leider nicht immer die Football-Technologie im Service Center nutzen. Vielleicht erzähl uns mal so ein bisschen zu deiner Erfahrung aus der Amazon-Zeit, was Service Center Setups angeht, so ein Team-Setup. Du hast das irgendwie als Teammitglied gesehen, bist dann irgendwie in einem Team gewachsen, am Ende 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen du
ja wahrscheinlich an allen möglichen Themen gearbeitet hast. Was waren das so was waren die größten, sagen wir mal, größten Herausforderungen, die du da gesehen hast, bei einem Unternehmen, was eigentlich, wenn man von außen schaut, wahrscheinlich erstmal kundenzentriert ist, aber wahrscheinlich steckt da eine ganze Menge dahinter, um dann mit 300 Mitarbeitern da auch wirklich kundenzentriert zu sein jeden Tag. Ja, also was da, glaube ich, noch wichtig zu wissen ist, wir waren alle komplett virtuell. Das heißt, wir haben nicht in einem Office miteinander gearbeitet und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung dann einfach. Mein Vorteil war auch, oder als ich als CSA angefangen habe, war es so, ich hatte eine Teammanager, wo ich wusste, wenn der mich jetzt was fragt, so warum hast du denn den und den Fehler gemacht, kann ich dem was vom Pferd erzählen und er wird es mir glauben. Und das war immer für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich mal irgendwie in diese Position kommen sollte, will ich das nicht als Gefühl haben, sondern ich will wissen, um was es geht. Und deswegen habe ich eben diesen Weg dann auch über einen Second-Level-Support gemacht, um einfach auch andere Eskalationswege kennenzulernen. Und habe dann eben zum Beispiel als Teamlead dann auch eingeführt, dass es Coworkings gibt. Dann konnte jeder rein, weil jeder auch, das finde ich auch wichtig, jeder arbeitet unterschiedlich. Und das war dann immer festgelegter Zeitpunkt, einmal früh, einmal spät, um jeden abzuholen, der Lust hatte. Und dann konnte jeder rein und dann hat man da einfach miteinander gearbeitet. Und wenn zum Beispiel ein Call kam, ist man halt rausgegangen. Und was ich da halt so wichtig fand, auch einfach mal jetzt richtig deutsch gesagt, sich auskotzen zu können, weil ich glaube, ansonsten ist man auch einfach sehr alleine teilweise in dem Job. Und was man halt auch vergisst, wie gesagt, da rufen Kunden an mit einem Problem. Und dann kann das mal gehitzter werden, die ganze Diskussion. Und in einem Office würdest du dir halt einen Kaffee holen gehen, bei einem Kollegen vorbeigehen und sagen so, boah, ey, das meine Güte. Und das kann man da halt nicht. Und das habe ich dann auch weitergeführt, als ich Code-Managerin war. Da dann eben einmal, was mir sehr wichtig war, dass die Teamleiter dann auch Kontakte bearbeiten. Erstens, um Respekt zu zeigen, weil das ganze Grundkonstrukt sind die CSAs. Die repräsentieren Amazon oder jeden anderen Konzern, jede Firma. Und ich finde, es gibt nichts mehr, was Respekt zeigt, als wenn man die Arbeit auch mitmacht. Und aber dann auch einfach weiß, wenn man was hört von wegen, ja, das und das Problem haben wir gerade, um einfach auch besser einschätzen zu können, muss ich das jetzt sofort machen? Oder ist das vielleicht ein Problem für nächste Woche, wie auch immer? Um dann aber auch Feedback geben zu können, warum ist denn das Problem kein Jetzt-Problem? Weil man muss, glaube ich, immer auch dran denken, die Person, die das meldet, für die ist das jetzt ein Problem. Ja. Und dann respektvoll damit umgehen zu können und sagen zu können, hey du, ich höre das, ich sehe das vielleicht auch aufnehmen, um dass die Person das sieht in einem Board, in irgendeinem Tool, Visibility dafür schaffen und dann aber auch sagen zu können, hey, das ist die Timeline. Das macht man ja mit den externen Kunden, die anrufen, genauso. Man sagt ja auch 3 Tage, 4 Tage, wie auch immer, dass man das intern auch hat und nicht einfach nur sagt, ja, ich habe ein Problem gehört und dann gibt's keine Rückmeldung mehr, du hörst nichts mehr. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die einfach super, super wichtig sind, dass man auch das nicht vergessen darf, weil je höher es geht immer mehr um Zahlen, es geht immer mehr um Budgets und Customer Service ist halt eine Kostenstelle. Da kommt jetzt kein Geld rein. Es ist immer eine Kostenstelle. Und um da halt einfach respektvoll mit so Sachen auch umgehen zu können und eben nicht zu vergessen, dass wir da Menschen dran haben und die Menschen mit anderen Menschen reden. Und wenn man da dann irgendwann ein höheres Frustlevel hat, ist dann auch nicht mehr die Arbeit, die man vielleicht eigentlich haben möchte. Und das finde ich halt super wichtig einfach. Ja. Super spannend. Ich glaube, das ist also es gibt ja einige Karrieren im Kundenservice, die so wirklich einmal durch alle Stufen gehen. Ich glaube, einmal dieses Bild zu haben, deine Erfahrung von vorher, und das wollte ich eigentlich anders machen, das habe ich jetzt anders gemacht. Super spannend, wo du dann gelandet bist in einem Team, was du aufgebaut hast. Jetzt sagen wir mal, hast du diese Herausforderungen alle gemeistert, das Team arbeitet gut zusammen und so weiter, dann kommen aber ja auch alle möglichen Anfragen jeden Tag rein. Ne? Und jetzt ist Amazon hat auch ein paar SKUs, inklusive Marktplatz-SKUs, inklusive Partnern und so weiter. Das hat ja eine gewisse Komplexität, die da drin ist. Kannst du uns ein bisschen erzählen? Also als Agent oder Agentin, mein einfaches Beispiel ist immer, ich bekomme halt eigentlich eine Anfrage, und da gibt es immer so eine einfache Frage, wie kann ich das Produkt bitte retournieren oder kann das repariert werden? Und dann gibt's der einfache Fall ist, ich klicke auf den Button und das passiert dann.
wissend aus meiner Amazon-Erfahrung, das geht nicht in der Produktkategorie mit jedem Logistikstück gut und so weiter. Erzähl uns mal ein bisschen was über Komplexität im Kundenservice. Ich glaube, das wäre total interessant zu verstehen bei so einem also maximal komplexen Modell, wie Amazon das hat. Ja, ich glaube, bei Amazon ist es halt auch so, es gibt ganz viele Spezialisten. Darauf achtet man halt auch einfach, um wirklich in jedem Bereich eben das gut abdecken zu können. Weil wenn man irgendwann den Superagenten hat, den man ja so gern hätte, weil ist halt toll, wenn alle alles können. Und die KI, die wird das ja bald alles. Genau. Dann weiß man selber, dann gibt's vielleicht zu viele unterschiedliche Tools, weil unterschiedliche Abteilungen brauchen unterschiedliche Tools, was ich finde auch vollkommen okay ist. Aber man muss halt immer noch gucken, welche Leute passen auch wirklich dazu. Ja. Nicht jeder Mitarbeitende passt ins Thema XY. Und da ist dann, glaube ich, auch die Komplexität, wie teilt man Wissen? Mhm. Kennen alle Wissenszentrum, Wissensdatenbank, wie auch immer. Aber trotzdem, auch da darf man ja nicht vergessen, da sitzt ja ein Mensch dran. Das heißt, ich kann da noch so viel Wissen drin haben. Wenn der Mensch nicht weiß, wie er an die Infos kommt, ist halt dann schade, ist dann Frustration für alle. Und ich glaube, da ist es dann halt auch einfach das Komplexe herauszufinden, okay, der Kunde ruft an, weil der kennt halt nur diese eine Nummer, klickt vielleicht bei Amazon, jetzt kann man ja anklicken, so dieses Produkt, darum geht's. Und vielleicht war der Kunde aber auch frustriert und hat deswegen einfach irgendwas angeklickt und landet dann bei dir. Und da dann eben auch erstmal herauszufinden, okay, was ist jetzt das wirkliche Problem? Ich glaube, daher ist es auch super wichtig, dass Leute, die im Kundenservice arbeiten, einfach eine gute Kommunikation haben. Weil das ist das A und O, wirklich herauszufinden, was ist denn das Problem? Und das macht es dann auch schon weniger komplex, wenn man eigentlich erst weiß, so, der Kunde, der findet jetzt das vielleicht gerade blöd, aber dahinter liegt eigentlich ein ganz anderes Problem und das dann herauszufinden und dann eben auch gleich an die richtigen Abteilungen eskalieren zu können, die dann wiederum helfen können und wirklich das Problem lösen können. Ja. Das heißt, also da ist irgendwie Komplexität alleine in dem Problem drin, ja, wahrscheinlich in dem Faktor Mensch auf beiden Seiten. Ja. Der Kunde muss das Problem erklären, Mensch muss das Problem erklären. Was du sagst, am Ende irgendwie gute Fragen stellen, um überhaupt zu verstehen, was da los ist und dann irgendwie Spezialisten haben, an die richtigen Personen weitergeben. Jetzt hat nicht jeder und jedes Unternehmen irgendwie den Luxus wahrscheinlich, wie Amazon ein Riesenteam an Spezialisten aufbauen zu können, was auch über Jahre gewachsen ist. Amazon ist ja mittlerweile auch nicht mehr ein ganz junges Unternehmen, fast 30 Jahre alt jetzt, glaube ich. 94, 95 hat Jeff Bezos angefangen. Und das ist irgendwie, also wenn ich jetzt ein kleineres Team habe, ja, ich habe vielleicht nicht ganz so viele Spezialisten, ich habe vielleicht irgendwie 100 oder vielleicht auch nur 20 Personen in meinem Team. Was wir oft sehen, ist, du musst halt auch dann auf andere Teams dich eigentlich verlassen können. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fälle hattet. Ja. Du musst dich auf ein Logistikteam verlassen, da muss vielleicht auch mal ein externer Lieferant was tun. Was waren da eure Herausforderungen und eure, sagen wir mal, Lösungen an Spezialisten weiterverweisen hinaus? Ich glaube, da waren dann vor allem die Probleme, dass die ja dann ihre Arbeit machen und das Problem ist dann vielleicht für sie abgeschlossen, aber für mich dann oder für mein Team dann vielleicht gar nicht. Und ich glaube, da ist es auch super wichtig, offen zu sein, soweit man es vom Unternehmen her jetzt kann, damit extern vielleicht sogar was teilen zu können, aber um auch da einfach zu gucken, okay, wo ist wirklich unsere Schnittstelle, um klar zu kommunizieren, dass es schön, dass das Problem für dich gelöst ist, aber für mich ist es gerade noch nicht gelöst. Ich brauche noch folgende Info oder das brauche ich noch von dir. Und da vielleicht auch einfach gucken, dass man Leute mit reinnimmt. Also dass zum Beispiel nur weil die Person in der Entwicklung sitzt, da sitzt die sich mal neben den Kundenservice-Mitarbeiter vielleicht einfach und hat dann so die krasse Idee, so ja, oh wow, ich wusste gar nicht, dass das wirklich so abläuft. Warum machen wir das denn so? Weil da durch externe Einflüsse kommt ja dann auch vielleicht einfach neue Ideen dazu und Dinge, die man lösen könnte. Weil ich glaube, jeder weiß das so, der Mensch ist ja ein gemütliches Tier und wenn was läuft, man denkt, das läuft, dann bleibt das halt so. Und da sich eben auch die Einflüsse mit reinzuholen und einfach Fusionen zu schaffen, um vielleicht auch Dinge besser zu gestalten, wo man gar nicht bisher dran gedacht hat. Ja. Spannend. Danke dir fürs Teilen. Ich glaube, also super, super spannend, was du jetzt in den letzten Jahren da gesehen hast bei Amazon. Ich glaube, eine ganze Menge, was auch jetzt die Zuhörer hier davon lernen können. Für mich habe ich mitgenommen, mit auf die richtigen Leute sitzen, die Probleme richtig verstehen, auf die richtigen Leute verteilen, wenn die richtigen Leute nicht im Team sind, die richtigen Leute irgendwo einbinden und irgendwo
jetzt irgendwie das Football-Beispiel, den Ball weitergeben. Ja. Also den Ball weitergeben, aber auch dann klar sagen, was brauche ich von dir, was ist deine Rolle in meinem Team und wie kannst du mir helfen, dieses komplexe Problem dann zu lösen und am Ende dem Kunden irgendwie dann eine menschliche und gute Antwort zu geben. Genau. Super, besten Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier ja, besten Dank, dass du es gut beim Lagerfeuer ausgehalten hast. Wir gehen jetzt wieder raus aufs CX Festival, freue mich noch auf den Rest des Tages. Ebenso. Danke dir. Ciao.